Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Was hält er bereit, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich? Was ist zu beachten oder aber auch, was ist ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im Juli. Kryptische Erleichterung. Vielleicht fühlst du dich erleichtert und weißt gar nicht warum. Wer weiß. Ende gut, alles gut. Es findet sich eine Lösung. Die lange Zeit des Wartens ist vorbei. Lösung, Neuorientierung, Annahme der Situation. Dadurch entsteht etwas ganz Neues. Eventuell eine Reise, ein Umzug, eine Neuausrichtung, die Bewegung, sei es mental oder physisch, von dir abverlangt. Doch du heißt es herzlich willkommen. Die Frage ist, liebe Waage, wie oft möchtest du Zyklen wiederholen, dich immer wieder darüber beschweren, ohne zu erkennen, worum es geht, obwohl du ganz genau weißt, worum es geht. Die neue Ausrichtung, du bekommst einen kleinen Spalt, eine kleine Öffnung, durch die du hindurchsehen kannst. Eine kleine, nennen wir es, eine kleine Horizonterweiterung. Doch bist du bereit, diese anzunehmen? Sie sagen, die Welt liegt dir zu Füßen, die Welt wartet darauf, von dir erobert zu werden. Deine Welt. Ich höre limitierte Auflage. Neue Schuhe, um das Neue begehen zu können. Also lese bitte wieder zwischen den Zeilen, liebe Waage. Diese Messages sind kryptisch. In der Vergangenheit warst du auf der Flucht. Heute schaust du zurück und schaust dir mal an, was dir diese Flucht eigentlich gebracht hat. Die Flucht der Eigenverantwortung, vor der Eigenverantwortung. Zu sagen, ja Mai, es ist halt so, Opfer des Schicksals, doch Blockadenlösung durch mein Gen oder jemand ist wahnsinnig müde. Gerade bei diesem Thema. Möchte dies nicht hören. Es geht darum, dich neu auszurichten. Sie sagen, an jedem Tag, an dem du atmest, bewusst, unbewusst atmest. Jeder Tag ist dafür gut. Neu zu starten, etwas Neues zu beginnen. Drum nutze die Zeit. Es geht los, sagen sie. Es geht
um eine komplette neue Phase in deinem Leben. Du bekommst etwas. Dieses Etwas ist dir von oben gegeben. Ein Geschenk. Es wird dir vertrauensvoll übergeben. Und dieses Geschenk wird dich so neu ausrichten, dass du sagst, warum eigentlich nicht? Es hat auch mit Selbstbegrenzung zu tun, es hat mit Komfortzone zu tun. Doch du bist es leid, auf der Flucht zu sein. Und jetzt kommt am 12. das Geschenk. Eine Verherrlichung einer Person, eines Menschen. Warum verherrlichst du dich selbst nicht so sehr wie diesen Menschen? Ehre und achte dich selbst, liebe Waage. Das hast du, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen vergessen. Nun kommt der ausschlaggebende Augenblick, an dem du noch einmal, Schrägstrich etwas, ganz von vorne beginnst. Es ist eine Kombi, was immer das bedeuten mag. Bringe Farbe aufs Papier. Bringe Farbe aufs Papier. Eine Katze, ausschlaggebend. Die weiblichen Damen hier unter den Wagen können ihren Unterleib sehr spüren. Manche schmerzhaft, manche einfach nur spüren. Falls dies auf euch zutreffen sollte, bitte immer einen Arzt aufsuchen. Lasst euch von diesem beraten und behandeln. Ja, die Verherrlichung der Erinnerungen, wer hat dich im Stich gelassen? Wer war nicht für dich da? Und diese Situation wird wieder ganz aktuell. Doch, du lässt sie los, letzten Endes. Du setzt dich sehr mit der Liebe auseinander, die du meinst nicht bekommen zu haben, die Ungerechtigkeit in der Liebe, dieses auf sich alleine gestellt fühlen, vor allem in jungen Kindertagen. Dann kommt jetzt noch eine Liebe, die nicht sein durfte. Du hängst an den Erinnerungen fest. Der Juli für dich. Bei manchen Wagen kommt die Frage, was hat dir die wichtigste männliche Bezugsperson in deinem Leben bisher, jetzt kriege ich meinen Reizhusten, Kommunikationsprobleme. Was hat sie dir gegeben? Bedingungslos gegeben. Was hat sie dir mit auf den Weg gegeben? Die Unerreichbarkeit, das zu frühe Loslassen. Ich sehe Mitte Juli, 15. bis 17. ein riesenverheddertes Wollknäuel. Gut möglich, dass du dich da mit diesem Thema setzen musst. Doch
Es geht bei dir um dieses Unerreichbare. Doch alles Unerreichbare hängt damit zusammen, weil du dich selbst nicht erreichst, liebe Waage. Wir werden später noch darauf eingehen. Ein Schmuckstück ausschlaggebend für dich im Juli, gut möglich, dass es ein Familienerbstück ist. Etwas Hängendes, entweder Hängeohrringe, ein Kettenanhänger, eine Kette, irgendetwas, was hängt. Auch gut möglich, dass ein Streit um ein Familienschmuckstück vonstatten gehen kann. Sie sagen für dich ganz ausschlaggebend Mitte Juli, die 10 mittleren Tage des Julis, um konfrontiert zu werden, doch auch gleichzeitig um hinauszutreten aus diesem Konflikt. Mach kein Drama draus, mach nicht dein eigenes Drama draus. Ich glaube, genau das hat mit diesem Spalt, mit dieser Öffnung zu tun, mit dieser Neuausrichtung. Du bist immer ganz schnell dabei, liebe Waage. Doch schaue darauf, was Gott dir gegeben hat, kommt. Was Gott dir gegeben hat, muss nicht unbedingt aus Menschenhand gekommen sein. Ein Baby, ausschlaggebend, entweder du als Baby oder ein Familienzuwachs. Du blickst zurück, vor allem die Wagen, die über 50, 55 sind, ganz egal ob weiblich oder männlich, und kinderlos sind, du blickst zurück. Auch das wird nochmal ein Thema im Juli. Der Juli dockt an alte Themen an, die noch einmal revisioniert werden möchten. Tune da nicht hinein, lasse sie vorbeigehen, denn es darf sich alles lösen. Es geht im Juli bei allen Sternzeichen um das Alte, aber gleichzeitig auch um das Neue. Es geht um die neu gewonnene Freiheit, das Loslösen. Ganz zarte rosafarbene Rosenblätter, wie ich sehe, wie die einer Hagebuttenblüte. Ausschlaggebend für euch. Schauen wir uns an, welche Hauptenergie dir zur Verfügung steht im Juli für die Waage. Die Hauptenergie für die Waage im Juli. Gut möglich, dass du mit einem Steinbock verbunden bist, einem Erdzeichen, doch eben alte Themen. Hier der Spalt, der Knoten, der sich lösen möchte. Dort, wo du festhältst, vielleicht ein ganzes Leben lang festgehalten hast, erkenne, dass es toxisch ist für dich. Es ist reines Gift, mental und emotionell für dich. Loslösung. Du bist in einem Prozess der Loslösung. Du erkennst ein ganz, ganz großes Thema bei dir. Von diesem Thema gehen ganz viele kleine Themen ab. Doch das bedeutet, du erkennst das Kernthema. Und wirst dir denken, ja, ist das denn die Möglichkeit? Das kann doch gar nicht sein. Oh doch. Und genau das ist der Spalt, die Neuausrichtung. Schau genau hin. Es ist jetzt die Möglichkeit für dich, dies noch einmal alles in die Hand zu nehmen und, wie man so schön sagt, in Liebe zu verabschieden. Ausgelöst gut möglich durch dieses Familienschmuckstück.
und auch die unbezwingbare Not des Wollens. Hört sich alles mega anstrengend an. Ich gebe zu, es sind nicht ganz leichte Themen für dich, doch gleichermaßen lege ich dir nahe, dorthin zu sehen, denn es ist im Juli ein kurzer, aber heftiger Loslöseprozess, auf das sich dein Leben um 180 Grad wenden kann. Es lohnt sich. Das Rad des Schicksals mit die beste Karte im Deck. Das Toxische wird gewandelt, darf sich wandeln, wird verabschiedet. Und auch bei dir, liebe Waage, die Bedeutung der Schlange, die Bedeutung der Sphinx. Und was hat der Phönix damit zu tun? Wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail mit dem Deck. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis gleich. Ciao.